Ja, ich bin Balint Wojtonowski, ich bin ein Soziologe und Community Organizer von Beruf und ich begleite von Anfang an die Union für Obdachlosenrechte Berlin, UFO Berlin. Die Union für Obdachlosenrechte Berlin ist eine Interessensvertretung von wohnungslosen Menschen. Es ist keine reine Selbstvertretung, weil Menschen wie ich, die persönliche Erfahrung von Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit nicht machen mussten, können auch Mitglieder werden. Und es ist trotzdem mehr als 3/4 der Mitglieder in unserer Gruppe haben oder machen diese Erfahrung tagtäglich. Und wir setzen uns für das Recht auf Wohnen mit selbstbestimmten Wohnformen ein und wollen das Leben der obdachlosen und wohnungslosen Menschen in Berlin verbessern, gemeinsam mit ihnen. Deshalb einerseits bringen wir Menschen mit Wohnungslosigkeitserfahrung zusammen, wir organisieren Veranstaltungen und Kampagnen und wir versuchen Erfolge zu erzielen, damit es den Menschen, die wohnungslos oder obdachlos in Berlin sind, besser geht. Dazu gehört auch, dass wir auf Augenhöhe mit der Politik und mit den Entscheidungsträgerinnen generell in Kontakt treten wollen und dazu aktuell wohnungslos und obdachlos lebende Menschen befähigen wollen, damit sie für ihre Rechte einstehen können. Es sollen nicht Menschen, Sozialarbeiter oder Soziologen wie ich für die Menschen sprechen, die Menschen sollen für sich sprechen. Und wir wollen auch die Mehrheitsgesellschaft in Berlin sensibilisieren, weil es geht nicht nur um wohnungslose Menschen, die Wohnungslosigkeit zu beenden, sondern es geht um uns alle. Also ich komme aus Budapest, Ungarn und da habe ich schon während der Uni eine ähnliche Gruppe gegründet, gemeinsam mit obdachlosen und wohnungslosen Menschen aus Budapest. Und da habe ich erste wichtige Erfahrungen gesammelt. Und das macht was mit dem Mensch, wenn plötzlich wirklich auf Augenhöhe mit aktuell obdachlos lebenden Menschen arbeiten muss. Weil in der Regel jeder sieht das auf der Straße, dass Menschen dort überleben müssen und wir sind daran gewöhnt, dass wir diese Menschen ignorieren müssen, dass wir sie als unbequem empfinden. Und wenn man mit diesen Menschen gemeinsam eine Gruppe gründet und auf Augenhöhe als MitarbeiterInnen, als KollegInnen in Verbindung kommen, dann das macht was mit Menschen. Und das fand ich immer noch super wertvoll. Und das war meine Motivation und dadurch konnten wir das sehen, dass es gar nicht normal ist, wie wir leben. Und jeder versucht, ein normales Leben zu leben, in dem man sich gut fühlt, aber man muss immer sich herausfordern und damit konfrontiert werden, dass diese Gesellschaft nicht normal ist, solange in Deutschland, einer der reichsten Länder der Welt, Menschen auf der Straße schlafen lässt und nicht nur Menschen aus Osteuropa, sondern ihre StaatsbürgerInnen auch. Und das ist gar nicht normal und dagegen will ich was tun. Deshalb lebe ich in Deutschland seit 12 Jahren fast und deshalb freue ich mich, dass ich mit UFO arbeiten darf. Ja, wie gesagt, ich bin Petra, bin seit Geburt an Berlinerin und war nie woanders als in Berlin. Ich bin von Wohnungslosigkeit nie selber betroffen gewesen, auch nicht von Obdachlosigkeit, aber es hat mich immer sehr, sehr betroffen gemacht.
Ich habe mich auch oft hilflos gefühlt, wenn ich Menschen auf der Straße leben gesehen habe, und ich war immer sehr verunsichert auch. Warum? Wie verhalte ich mich richtig? Und auch aus diesem Grunde habe ich mich 2020 bereit erklärt, an einer Aktion teilzunehmen, die Obdachlosen in Berlin zu erfassen, statistisch, also zu zählen. Die war sehr umstritten, die Aktion, aber ich war dabei und habe das erste Mal daran teilgenommen. 2 Jahre später gab es eine für mich sehr viel entscheidendere Aktion, nämlich Zeit für Gespräche. Zeit für Gespräche mit Obdachlosen. Also in der ersten Aktion sind Obdachlose zahlenmäßig erfasst worden, aber auch nur Obdachlose, keine Wohnungslosen. Und in der zweiten Aktion, 2 Jahre später, sind wir tatsächlich mit Obdachlosen ins Gespräch gekommen. Das war meistens in Nachbarschaftsheimen oder in Orten, wo es kostenloses Essen gab. Und das war für mich tatsächlich ein ganz einschneidendes Erlebnis, weil ich viele Vorurteile losgeworden bin über Ursachen von Obdachlosigkeit, über Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, weil auf der Straße die wir sehen, oft auch in Abhängigkeiten sind, in Alkoholabhängigkeiten, in Drogenabhängigkeiten. Aber dort habe ich wirklich mit sehr klaren, sehr reflektierten Menschen gesprochen. Und das hat mich wirklich unheimlich beeindruckt und hat mein Bild nochmal völlig verändert, was ich von obdachlosen Menschen habe. Und seitdem bin ich tatsächlich in Kontakt geblieben mit den Organisatoren dieses Projektes Zeit für Gespräche und habe angefangen, und wir haben gemeinsam dann angefangen, nachdem dieses Projekt ausgelaufen war und auch nicht mehr finanziert wurde, darüber nachzudenken, wie können wir die Politik, die Berliner Politiker herausfordern, sensibilisieren, mehr gegen die Obdachlosigkeit zu machen und auch die Zivilgesellschaft, nennen wir sie so, also die Menschen um mich herum, denen es besser geht als den Menschen, die auf der Straße leben. Wir haben dann 1 Jahr ohne Namen gearbeitet, tatsächlich haben uns erstmal gefunden und haben dann 2023 gesagt, okay, wir sind eine Interessenvertretung, wir geben uns jetzt auch einen Namen. Und haben dann viele Namenvorschläge gehabt und haben dann irgendwann entschieden, wir nennen uns Union für Obdachlosenrechte Berlin. Das war dann auch sozusagen der Gründungsschuss. UFO Berlin ist dann offiziell gegründet worden. Ja, das ist also vor 3 Jahren gewesen und wir sind stetig gewachsen mit sehr vielen unterschiedlichen Mitgliedern. Es kommen immer wieder neue Menschen hinzu, die bereit sind, sich einzubringen, und es ist einfach eine wirklich gute und wichtige Sache. Wir haben eine Menge erreicht und wir haben so gut wie noch gar nichts erreicht in der Politik. Wir haben eine Menge bewegt. Wir sind stark vernetzt mit anderen Organisationen, die sich auch um die Schwächsten der Gesellschaft kümmern. Obdachlose, Wohnungslose, armutsgefährdete Menschen, Menschen, die Diskriminierungen ausgesetzt sind. Und das hat mir einen irren Einblick darin verschafft, wie stark doch auch das Engagement ist und wie notwendig auch das Engagement ist, dass wirklich viele, viele, viele Menschen versuchen, wirklich Gerechtigkeit zu erzielen gegenüber den Menschen oder Gerechtigkeit zu finden für alle Menschen. Also das Recht auf Wohnen umzusetzen, das Recht auf ein würdevolles Leben durchzusetzen und umzusetzen. Als ich bei dem Vorprojekt von UFO Berlin als Projektleitung eingestellt wurde,
Ich habe ein bisschen Recherche gemacht, weil ich ein Community Organizer bin. Ich habe auch gesagt, ich will Community Organizing mit Menschen mit Wohnungslosigkeitserfahrung machen. Die damalige Leitung meines Arbeitgebers hat gesagt, ja, das können Sie tun. Wir müssen aber dieses Projekt auch erfüllen. Und dann habe ich ein bisschen Recherche gemacht, ob Community Organizing oder Gemeinwesenarbeit mit wohnungslosen Menschen schon in Berlin gemacht wurde. Und ich konnte nur 2 Gruppen finden. Eine aus also kurz nach der Wende wurde eine Gruppe von obdachlosen Menschen, sie haben sich zusammengeschlossen und für ihre Rechte eingestehen und sie haben erreicht, dass es in einem leerstehenden Gebäude eine Notübernachtung eröffnet wurde. Und das war Anfang 90er, sie konnten das gemeinsam mit ihren Verbündeten basisdemokratisch leiten, diese Unterkunft. Und es gab noch ein Vorbild für UFO, die Obdachlosen-Uni. Dort wurden obdachlos lebende Menschen als Lehrkraft engagiert, damit sie ihr Überlebenswissen an Nicht-Obdachlosen und Menschen ohne diese Erfahrungen übertragen könnten. Leider, wie vieles, Covid hat auch dieses Projekt zerstört. Aber sonst, also zurzeit sehe ich UFO als wirklich einzigartig, indem hier wirklich Menschen mit Wohnungslosigkeitserfahrung und teilweise aktuell wohnungslos oder obdachlos lebende Menschen die Führungsrollen besitzen. Und es ist super wichtig, dass wir wirklich basisdemokratisch sind und das heißt, dass nur weil ich das in Budapest schon mal gemacht habe, nicht immer recht haben muss. Und natürlich ist das nervig, weil ich will die Sachen so haben, wie ich das will natürlich, aber andere Menschen haben andere Ansichten und wir können gemeinsam Kompromisse finden und als Gruppe fungieren. Besonders macht die Union für Obdachlosenrechte tatsächlich für mich, dass es Menschen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten, mit ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen, mit ganz unterschiedlichen Lebenszielen sind, die das geschafft haben und immer wieder schaffen, trotz ihrer Unterschiedlichkeit, sich auf ein gemeinsames Ziel zu fokussieren. Also mit allen Widersprüchen, die es gibt, auch in den Plena. Es geht um das große Ziel, wirklich das Recht für Wohnen durchzusetzen als Menschenrecht und jedem eine Wohnung zu sichern. Und dafür zu kämpfen und sich einzusetzen, als unabhängige Interessenvertretung, das ist auch wichtig. Wir wollen also nicht von Parteien oder anderen Organisationen vereinnahmt werden, die sich dann auf die Fahne heften, wie toll sie solidarisch sind, sondern wir sind unabhängig, wir sind selbstbestimmt. Es gibt Menschen mit Obdachlosigkeitserfahrung, mit Wohnungslosigkeitserfahrung und Unterstützerinnen und Unterstützer wie mich, die diese Erfahrung nicht hatten. Und das macht es für mich wirklich besonders, alle Blickwinkel zu erfahren, zu berücksichtigen und sich immer wieder zusammenzuraufen, um dieses Ziel zu erreichen. Das macht es für mich besonders. Ja, also wir machen ziemlich viel Netzwerkarbeit einerseits, also mit Organisationen, die mit wohnungslosen Menschen arbeiten, Tagesstätten, Streetworker-Teams, aber wir machen immer wieder aufsuchende Arbeit selbst. Zum Beispiel, wir kämpfen für eine unabhängige und möglichst weisungsbefugte Beschwerdestelle. Und dazu haben wir ein gemeinsames Projekt mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte e.V. gegründet.
und dort bringen sie das Juristinnenwissen mit und wir bringen die Erfahrungen mit. Das heißt, dass wir jetzt 5 bis 8 Mal täglich, nicht täglich, wöchentlich an verschiedenen Orten in Berlin, in Tagesstätten, bei Essensausgaben, Foodsharing-Projekten, Unterkünfte, Kältehilfeeinrichtungen da sind, um die Menschen zu befragen, was für Beschwerden haben sie und wir erklären, was wir versuchen zu tun, um ihr Leben besser zu machen. Also gelernt habe ich tatsächlich, dass jeder von uns in eine Situation kommen kann, seine Wohnung zu verlieren, sein Obdach zu verlieren und es nicht eindeutige Schuldfragen bei den Menschen gibt, sondern dass die Situation, in die diese Menschen dann geraten, den Umständen geschuldet sind, dass erstens nicht genügend Wohnungen da sind, das ist der erste Umstand, aber die anderen Umstände auch tatsächlich, dass nicht jeder über Hilfsangebote Bescheid weiß, dass nicht jeder die Kraft findet und den Weg findet, sich diese Hilfsangebote zu suchen oder sich beraten zu lassen. Und dass dort wirklich auch eine Menge Arbeit geleistet werden muss. Das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Und die zweite wichtige Erkenntnis ist, dass nicht jeder Obdachlose drogenabhängig ist oder Probleme in Richtung Suchtprobleme hat, sondern dass es vielfältige Probleme gibt, ob das psychischer Natur sind, physischer Natur, und ganz schwer ist, aus so einer Situation wieder herauszukommen. Das Dritte ist, dass mir früher überhaupt nicht klar war, dass es außer der Obdachlosigkeit auch Wohnungslosigkeit gibt. Und das, glaube ich, das kennen die wenigsten. Dass also die Dunkelziffer der Menschen, die ohne eigene Wohnung sind, aber nicht auf der Straße leben müssen, überhaupt nie erfasst wurde. Also das sind Menschen, die bei Freunden unterkommen, bei Verwandten unterkommen, die teilweise in der Bahn leben, gab es auch schon. Menschen, die keinen Zugang zu einer Wohnung haben. Das heißt, das Problem, das wir alle auf der Straße sehen, wo es inzwischen auch Zahlen gibt, die ungefähr stimmen könnten, überhaupt nicht wissen, wie hoch die Zahl der Menschen ist, die keine Wohnung haben, wie hoch die Zahl in Wirklichkeit ist. Also das war für mich auch eine ganz wichtige Erkenntnis und das finde auch das muss mehr in die Öffentlichkeit, weil wir sind alle davon bedroht, durch Mietwucher, durch raffgierige Vermieter eines Tages unsere Wohnung verlieren zu können. Und es ist super schwer, dann tatsächlich mit so einer Situation umzugehen. Es war ein bisschen Learning by Doing, als wir Ende 22 das erste Treffen hatten im Nachbarschaftshaus Urbanstraße. Da waren Menschen mit und ohne Wohnungslosigkeitserfahrung dabei. Wir waren zu 15 und es gab eine Frau, die auffällig war und sie hat fast das ganze Gespräch zerstört, weil sie übergriffig und teilweise rassistisch war. Und das bei der zweiten Sitzung war sie nicht mehr dabei und dann haben wir trotzdem entschieden, dass wir eine Regel verabschieden für unsere Zusammenarbeit, dass Rassismus hier keinen Platz hat. Und so haben wir unser Regelwerk erarbeitet und dazu gehört auch, dass in der Öffentlichkeit, das heißt mit Journalistinnen und Journalisten sprechen immer Menschen mit Wohnungslosigkeitserfahrung. Also sie vertreten unsere Gruppe
weil ich habe das oft erlebt, dass wenn es 2 SprecherInnen gibt bei einer Veranstaltung, dann werden die Journalistinnen und Journalisten immer zu den anscheinend besser ausgebildeten, reicheren gehen, nicht zu dem Sprecher, zu der Sprecherin, die ärmer aussieht. Und deshalb ist es super wichtig, dass wir nicht der reiche Sprecher haben, sondern wir haben nur der Erfahrungsexpert, die Erfahrungsexpertin. Und wie gesagt, es gibt genug Projekte und genug Medienerscheinungen, wo Sozialarbeiter über wohnungslose Menschen sprechen, und wir sollen einfach die wohnungslosen Menschen selbst fragen. Ja, wir versuchen es. Wie groß die Erfolge sind, kann ich nicht sagen, aber wir versuchen es natürlich auf jeder Veranstaltung, die wir entweder selber oder mit unseren Netzwerken organisieren, also Riesendemo, Mietenwahnsinn, Mahnwache vor dem Roten Rathaus, also überall, wo wir als UFO Berlin auch aktiv in Erscheinung treten. Und hoffen wir natürlich, politisch interessierte Menschen zu erreichen, solidarisch interessierte Menschen zu erreichen, denen es besser geht, als den Menschen, die auf der Straße leben müssen oder bei Freunden leben müssen. Also wir arbeiten sehr viel daran. Wir versuchen, die Medien zu erreichen, also auch gerade im Vorfeld von der Organisation von Veranstaltungen, damit berichtet wird im Fernsehen, in den Zeitungen. Wir haben Flyer, die wir regelmäßig auch verteilen auf den Bahnhöfen und im Umfeld von Obdachlosen. Und wir gehen in die Nachbarschaftshäuser und versuchen, diese zu öffnen, jetzt mit der letzten AG, die wir jetzt gegründet haben. Also auch Nachbarschaftszentren oder Zentren, wo sich eigentlich die Bewohnerinnen und Bewohner eines Viertels treffen, auch zu öffnen und zu sagen, hier öffnet euch bitte für die Belange der obdachlosen und wohnungslosen Menschen. Auch das ist ja politische Arbeit, damit, wenn die miteinander ins Gespräch kommen, die auch lernen darüber, so wie ich auch lerne, wie kommt man in so eine Situation, wie kommt man da wieder raus, wie werde ich behandelt, wie werde ich von Behörden behandelt, wie werde ich in den Notunterkünften behandelt. Also das ist schon ein wichtiger Aspekt der politischen Arbeit. Wir haben uns ja fokussiert auf Berlin. Wir haben uns in Berlin jetzt inzwischen fokussiert auf Neukölln. Und wir nehmen an sehr vielen politischen Sitzungen, also Sitzungen von tatsächlich Senatssitzungen, Arbeitskreissitzungen teil, wo wir ständig und regelmäßig Kontakt mit Politikern haben und versuchen, uns da immer wieder einzubringen. Und wie gesagt, das sind Menschen tatsächlich mit eigener Obdachlosigkeitserfahrung, die dorthin gehen. Da gehe ich habe da auch schon mal gesessen, aber ich mache da nicht den Mund auf, sondern da berichten dann tatsächlich unsere Obdachlosen bzw. ehemals Obdachlosen und merken ja auch, also das habe ich zumindest gemerkt, wie träge und schwerfällig da auch im Kreis solcher Sitzungen die Entscheidungsfindung und die Annäherung ist, weil jede Partei, die dort vertreten ist, im Senat ihren eigenen Blickwinkel hat und alle wollen eventuell was Gutes oder das Beste, aber jeder auf einem anderen Weg. Und diese Annäherung aneinander, im Demokratieprozess einen Kompromiss zu finden, ist tatsächlich unheimlich langwierig. Aber es wird geredet, es wird über uns geredet, es wird mit uns geredet und das ist natürlich für unsere Obdachlosen auch eine ganz wichtige Erfahrung, dass sie endlich gehört werden. Das war ja auch einer unserer Slogans, sprecht nicht über uns, sprecht mit uns. Und das bringt die Sache auf den Punkt. Ne? Also wir wollen, dass uns zugehört wird, dass den Betroffenen zugehört wird und nicht einfach nur über die Köpfe hinweg entschieden wird, was in der Vergangenheit ja oft genug geschehen ist, was immer noch versucht wird.
Aber wir werden immer stärker und wir setzen uns immer mehr durch. Und das wiederum ist ja auch das Empowerment dann für die Personen dann bei UFO, dass sie Ja. mehr die Selbstwirksamkeit, ne? Die Selbstwirksamkeit spüren. So. Und ich merke das tatsächlich an unseren UFO-Mitgliedern, die einige Jahre dabei sind, wie viel Selbstbewusstsein sie inzwischen bekommen. Ne? Also sie haben einen Sinn. Sie merken, sind gefragt, ihre Meinung ist gefragt, sie können was unternehmen, sie sind in einer Gemeinschaft, die sie trägt und unterstützt. Und das macht unheimlich viel mit der Persönlichkeit. Ja? Also die Ausstrahlung verändert sich, die Haltung verändert sich, der Mut verändert sich, den Mund aufzumachen. Also das ist schon toll, weißt du, ich bin ja von Anfang an dabei, dann zu beobachten, wie die Entwicklung der einzelnen Personen auch ist. Es ist auf jeden Fall eine ganz starke Rückwirkung auf sie. Aber auch und wegen der Gemeinschaft, die wir sind. Ne? Also sie sind immer getragen, es passiert alles freiwillig, keiner wird zur Verantwortung gezogen, wenn er mal eine Sache nicht mitmachen kann oder sich nicht meldet, sondern jeder gibt das, wozu er bereit sein kann, wo er meint, ich schaffe es oder ich habe die Zeit dafür, ich bin da gut, ich kann dabei sein. Und das ist eben, da wird keiner verurteilt, wenn er eben mal 5-mal nicht da war. Jeder kommt, wenn er kann, wenn er die Kraft hat, wenn er den Elan hat. Ja. Wir haben verschiedene Inputs und Trainings für unsere Mitgliedschaft. Davon profitieren nicht nur Erfahrungsexperten und Expertinnen, sondern auch stinknormale Mitglieder wie ich. Moderationstraining, wir haben letztes Jahr ein Training zum öffentlichen Reden behalten, wie man gut eine Rede halten kann. Wir haben verschiedene Trainings zum Hilfesystem in Berlin gehabt, weil wohnungslose Menschen haben in der Regel nur eine Sicht auf dem System und deshalb hilft das, wenn wir eine Übersicht schaffen können für alle Beteiligten, damit sie gut informiert sind. Natürlich arbeiten wir viel mit den Gruppendynamiken innerhalb unserer Gruppe mit, aber wir haben ziemlich vieles vor. Wir wollen in Kürze über die Rechte von wohnungslosen und obdachlosen Menschen mehr erlernen. Wir wollen EDV-Kenntnisse verbessern innerhalb unserer Gruppe und. Okay. Welche Bedürfnisse beobachtest du in eurer Gruppe, jenseits natürlich von Wohnen, also andere sozusagen Wünsche oder Interessen, die nicht erfüllt sind? Also es gibt verschiedene Faktoren, warum Mensch sich in einer freiwilligen Gruppe engagiert. Natürlich es gibt diesen Bedarf von Zugehörigkeit, von Community. Viele Menschen wollen das erleben. Es gibt auch einen Bedarf an Gerechtigkeit, was wir erzielen wollen in dieser Berliner Gesellschaft. Aber es gibt Menschen, die gerne wohnungslose Menschen kennenlernen würden. Es gibt Menschen, die einfach zuhören wollen. Es gibt Menschen, die einfach gehört werden wollen. Es gibt verschiedene Bedarfe. Und natürlich es gibt Bedarf an Hilfen. Wenn Menschen extrem armut sind, dann haben sie einen Bedarf an Hilfen und das versuchen wir so gut wie es möglich zu bedienen. Es gibt solidarische Kontakte innerhalb unserer Gruppe zwischen verschiedenen Menschen jenseits des Wohnens. Es werden Infos geteilt und es werden solidarisch begleitet zu Behördengängen zum Beispiel. Wir versuchen einander einfach zu unterstützen, in Guten und Schlechten.
Wissenslücken gibt es überall, also auch bei uns. Und das Schöne ist ja, dass unsere Projektbegleitung daran arbeitet, diese immer regelmäßig zu beseitigen. Also das betrifft die rechtlichen Fragen, über die wir aufgeklärt werden müssen. Es gibt ein paar Spezialisten bei uns, die sich auch oft schon juristisch auseinandergesetzt haben und persönlich gekämpft haben um ihre Rechte. Die wissen viel besser Bescheid als manche, die tatsächlich damit keinen Umgang hatten, auch denen die Bildung fehlt. Mir fehlen auch ganz viele Hintergründe zu rechtlichen, weil das nicht meine Lebenswelt war, ne? Weil ich mich darum früher nie kümmern musste. Also da gibt es auf jeden Fall Lücken, die wir aber kennen und die wir versuchen bewusst zu schließen und wo auch eine große Bereitschaft da ist, sich da weiterzubilden auf dem Gebiet und weiterzumachen. Wir holen uns tatsächlich Spezialisten an, die dann mit uns die Vorträge halten, die Schulungen machen mit uns und tatsächlich dann auch Übungen. Also das ist, wir haben da mehrfach schon, also auch mit anderen Sachen, mit Moderation zum Beispiel, Moderationstraining. Querstadt ein. Also da gibt es wirklich etliche Möglichkeiten, eine Weiterbildung zu oder sich selber weiterzubilden. Ne? Genau, dass wir zum einen ja auch eben gucken, dass wir methodisch besser werden, wie eben auch dieses Empowerment, dass wir sagen, die Teilnehmerinnen von UFO oder die Gruppe macht da mit und verbessert so die eigenen Skills. Oder auch, was wir auch machen, ist einmal im Jahr so ein, wie nennt man das noch, Klausurtag. Also, dass man halt versucht, als Gruppe sich näher zu kommen und auch so an diesen Interaktionen untereinander zu arbeiten, Konflikte aufarbeitet und sowas auch. Also das ist auch tatsächlich, also Konfliktbearbeitung ist ein ganz großes Feld bei uns. Wie gesagt, die Temperamente sind sehr unterschiedlich, die Lebensumstände sind sehr unterschiedlich. Das Bedürfnis nach Anerkennung ist sehr unterschiedlich. Und die Art und Weise des Umgangs mit Konflikten ist sehr unterschiedlich. Und auch da müssen wir, wie gesagt, da wir so viele verschiedene Gemüter sind und Temperamente sind, auch da haben wir schon tatsächlich Trainings gehabt, um eben eine Konfliktbewältigung, eine sachliche zu üben. Also das sind Lücken, die wir immer wieder bearbeiten. Aber was ich noch sagen möchte, ganz am Anfang sind die Moderationen immer von den hauptamtlichen Begleitern der Projekte geführt worden. Inzwischen machen unsere UFO-Mitglieder alle mal Moderationen. Und in der Tat, ich war sehr überrascht. Es gibt Menschen, denen ich das nicht zugetraut hätte, Vorurteile, die dann wirklich ganz toll durch unsere Sitzungen führen, die immer sehr vollgepackt sind mit Themen und sehr anspruchsvoll sind auch. Also auch das zeigt so diese Entwicklung, an der unsere Mitglieder wachsen. Ja, dass sie also Dinge tun, die sie früher nie im Job gebraucht haben. Die moderieren jetzt plötzlich eine große Sitzung mit 20 Leuten, mit einer riesen Tagesordnung. Natürlich wollen wir, also es gibt diesen Bedarf von Zugehörigkeit, von Community. Viele Menschen wollen das erleben. Es gibt auch einen Bedarf an Gerechtigkeit, was wir erzielen wollen in dieser Berliner Gesellschaft. Aber es gibt Menschen, die gerne wohnungslose Menschen kennenlernen würden. Es gibt Menschen, die einfach zuhören wollen. Es gibt Menschen, die einfach gehört werden wollen. Es gibt verschiedene Bedarfe. Und natürlich es gibt Bedarf an Hilfen. Wenn Menschen extrem armut sind, dann haben sie einen Bedarf an Hilfen und das versuchen wir so gut wie es möglich zu bedienen.
Es gibt solidarische Kontakte innerhalb unserer Gruppe zwischen verschiedenen Menschen jenseits des Wohnens. Es werden Infos geteilt und es werden solidarisch begleitet zu Behördengängen zum Beispiel. Wir versuchen einander einfach zu unterstützen, in guten und schlechten. Was kannst du zu den Arbeitsgruppen sagen, die wir bei UFO haben? Es gibt ja einige. Es gibt einige, soll ich die alle aufzählen? Vielleicht, ja. Und warum haben wir so viele Arbeitsgruppen? Weil wir so viele Themen haben. Wir haben bei so einer Klausurtagung mal versucht, von den vielen Themen, die bearbeitet werden müssen, Prioritäten zu setzen. Und haben tatsächlich erstmal alle aufgeschrieben, ob das Gesundheit war und Alterssicherung und Beschwerdestelle, was auch immer. Und haben in einem sehr demokratischen Verfahren 5 Punkte herausgesucht, die wir in diesem Jahr, also 25 und 26, bearbeiten wollen. Weil wir wissen, wir können nicht alles auf einmal schaffen. Wir können nicht alle Probleme, die es in Berlin gibt, mit einmal bewältigen. Und da haben wir ein sehr demokratisches Verfahren, nämlich Menschen mit Obdachlosenerfahrung oder Wohnungslosigkeitserfahrung haben. Die Stimme zählt immer doppelt. Und Menschen, also meine Stimme, die diese Erfahrung nicht hat, zählt einfach. Damit wirklich die Menschen, die sagen, ja, das sind unsere Probleme, auch wirklich sich durchsetzen können, auch wenn sie vielleicht nicht so gut argumentieren können, reden können, sondern sagen können, nee, ich sehe das so, das Problem muss als erstes bewältigt werden. Und da haben sich dann Probleme herauskristallisiert, 5, zu denen wir gesagt haben, okay, zu den Problemen bilden wir Arbeitsgruppen. Nämlich von Menschen, die sich prädestiniert fühlen, diese Probleme wirklich anzugehen. Und meinen, dass sie zu diesen Problemen am besten was beitragen können. Und diese Arbeitsgruppen treffen sich sehr regelmäßig. Da haben wir eine Arbeitsgruppe, die ich persönlich als fast die wichtigste finde. Das ist eine unabhängige Beschwerdestelle, die wir gründen oder gegründet haben, die nämlich als unabhängige Interessenvertretungen Beschwerden von Obdachlosen und Wohnungslosen aufnimmt über die Behandlung, diskriminierende Behandlung in Behörden, diskriminierende Behandlung in Heimen, in Notunterkünften, bei Essensausgaben und. Das, was es dazu im Senat oder im Bezirk gibt, ist nicht unabhängig und ist auch mit einer hohen Hürde der Erreichbarkeit verbunden. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das andersrum. Wir gehen zu den Leuten, wir gehen zu den Obdachlosen, wir gehen in die Essenausgaben, wir gehen in die Heime, wir machen publik, dass bei uns Beschwerden unabhängig gesammelt werden können, um diese dann gebündelt tatsächlich in die richtigen Bahnen zu leiten. Das finde ich also eine ganz großartige Sache, die viel persönliches Engagement auch tatsächlich verlangt, weil wir tatsächlich aufsuchen müssen, Menschen, und fragen müssen, habt ihr Probleme, seid ihr diskriminiert worden, auch in den U-Bahnhöfen zum Beispiel. Also das ist wirklich, da ist ein hoher Einsatz von Aktionen und von Menschen nötig, um diese Informationen zu bekommen, und zwar so konkret, möglichst mit Datum und Tag und Ort und Situation, dass man die tatsächlich dann auch auswerten kann. Also das ist eine Arbeitsgemeinschaft, die sich darum kümmert, finde ich sehr, sehr wichtig. Eine zweite habe ich schon angesprochen, ein zweites Problem, Öffnung der Orte. Arbeitsgemeinschaft Öffnung der Orte, also Sensibilisierung von Nachbarschaftshäusern,
sich zu öffnen für Menschen, die obdachlos sind und und wohnungslos sind und die vielleicht auch erstmal nicht vom Aussehen den allgemeinen Normen entsprechen, sondern gezielt auf sie zuzugehen und sagen, kommen Sie rein, wir gucken mal, was wir für Sie tun können. Können wir was für Sie tun? Können wir Unterstützung leisten in Informationen, in Wegen oder Ihnen auch zu vermitteln, wo können Sie sich duschen oder wo können Sie ein warmes Essen bekommen. Also das ist auch eine sehr, sehr wichtige Aktion, die von unseren obdachlosen Menschen bei UFO vorgeschlagen wurde und jetzt angeschoben wurde. Auch zu erklären, wie Diskriminierungen aussehen, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick so empfindet, dass man sich eventuell diskriminierend verhält. Ne? Also haben wir auch schon Probleme gehabt, wo wirklich obdachlose Menschen sich durch die Wortwahl und das Verhalten der Mitarbeitenden diskriminiert gefühlt haben. Auch da hatten wir ursprünglich mal geplant, eine Schulung zu machen. Ja. Sprachcafé, ganz wichtig, weil viele von unseren Berliner Obdachlosen tatsächlich nicht Deutsch sprechen und das die allererste Hürde ist, um überhaupt an Zugang zu Hilfssystemen zu finden. Ne? Wenn sie nicht die Sprache sprechen, sind sie nicht erreichbar für Hinweise, Tipps, Hilfen. Und deswegen haben wir zunächst eins, inzwischen das zweite Sprachcafé gegründet, was Menschen in der Obdachlosigkeit, die gerne Deutsch lernen möchten, tatsächlich ermöglicht, die deutsche Sprache zu erlernen in einem warmen Raum mit Essen und Getränken und einer ganz freundlichen, geschützten Atmosphäre. Das erste Sprachcafé läuft meines Erachtens schon 2 Jahre und jetzt haben wir auch ein zweites eröffnet, suchen dafür natürlich auch immer wieder freiwillige Lehrerinnen und Lehrer, was ein bisschen schwierig ist, aber es gibt Fortschritte bei den Schülerinnen und Schülern. Ja, und last but not least gibt es unsere AG Geld, weil natürlich braucht UFO Berlin Geld. Wir sind unabhängig. Wir wollen also kein Geld von Parteien oder parteinahen Organisationen annehmen, sondern versuchen Spendenmittel zu bekommen von Privatpersonen über die Plattform Better Place, von Privatpersonen über ein Konto des Nachbarschaftshauses Obernstraße, wo wir angebunden sind. Die haben auch ein Konto für uns. Über Sportvereine, über Firmen, die bereit sind, Spendengelder für UFO zur Verfügung zu stellen. Und die AG Geld, die sucht solche Ideen und sucht nicht nur die Ideen, sondern wenn sie die Ideen hat, dann gibt es eben dann von unseren freiwilligen Personen, die sich dann an die entsprechenden Organisationen wenden, die ihnen eingefallen sind oder die Firmen oder. Genau, noch ergänzend dazu, einmal das und wir haben auch das langfristige Ziel, einen Verein zu gründen. Noch ist der Träger das Nachbarschaftshaus Urbanstraße. Also eigentlich offiziell soll bis 2030 Obdachlosigkeit abgeschafft werden hier in Deutschland. Das sehe ich nicht als realistisches Ziel an. Und hier in Berlin, besonders als Ballungsraum in Deutschland, ist es in den letzten 12 Jahren, seitdem ich hier bin, noch schwieriger geworden, eine Wohnung zu finden, selbst wenn man eine Vollzeitstelle hat. Wenn man obdachlos oder wohnungslos ist, dann ist es noch schwieriger, weil es gibt institutionelle Diskriminierungen am Wohnungsmarkt und in Behörden und selbst bei Arztpraxen. Das alles verhindern die Menschen einfach in der normale Wirklichkeit zurückzukommen.
Und leider wird von seitens der Politik viel zu wenig gemacht. Es gibt verschiedene Projekte, aber die sind klein. Und ich sehe nicht, dass es einen gesellschaftlichen Konsens geben würde, dass Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit beseitigt werden sollte. Und das finde ich schade. Ich denke, zumindest in Deutschland, es gäbe die finanzielle Möglichkeit, dass Menschen nicht wohnungslos leben müssen. Auf jeden Fall haben UFO-Mitglieder neue Perspektiven bekommen. Ich habe das ja vorhin schon gesagt, also das Selbstbewusstsein ist gewachsen, sie erwerben Fähigkeiten, Moderation, Konfliktbewältigung, Organisation von Veranstaltungen, Schreiben von Transparenten oder Gestalten von Umfeldern für das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass wir jetzt im Rahmen von Projekten, die bezahlt werden, auch UFO-Mitgliedern einen Job anbieten können. Also die dann für eine Aufwandsentschädigung, kein volles Gehalt, aber eine Aufwandsentschädigung bestimmte Tätigkeiten bei UFO übernehmen. Das betrifft meistens dann die Leitung dieser Arbeitsgruppen. Auch das ist eine neue Perspektive, die natürlich Selbstbewusstsein gibt, die wichtig ist für den Lebensinhalt, für den Sinn im Leben. Also auf jeden Fall gibt es vielen tatsächlich auch so eine hohe Motivation tatsächlich, ich bin was wert. Also ich bin nicht wertlos, was viele tatsächlich vorher hatten, so dieses Gefühl. Ne? Ich lebe auf der Straße, ich kann mich nicht waschen, ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag überleben soll, wo ich was zu essen finde. Und jetzt plötzlich zu sagen, ich bin wichtig, ich bin was wert, ich rede mit Politikern, ich beteilige mich an Protestaktionen, ich kann beeinflussen, wie wir bestimmte Aktionen machen. Ich kann beeinflussen, wie wir uns an die Politiker wenden. Das spielt also eine ganz große Rolle für Selbstbewusstsein. Und auch dann tatsächlich durch die Kenntnisse, die sie erlangen, durch das Selbstbewusstsein, das sie erlangen, sich gegenüber Behörden durchzusetzen, wiederum Wohnraum zu erhalten, was einigen gelungen ist von unseren Mitgliedern, die tatsächlich inzwischen eine eigene kleine Wohnung bekommen haben oder von der Straße runter sind in ein Wohnheim oder aus dem Wohnheim in eine eigene Wohnung gekommen sind, weil sie einfach sicherer geworden sind, mit sich selber bewusster und sicherer im Umgang mit Behörden, mehr wissen, welche Rechte habe ich, wie muss ich auftreten, was muss ich tun. Ja, also Wohnung, Job, wichtige Tätigkeiten, ja. Also in der Regel haben in der Population von wohnungslosen Menschen am schwersten, die nicht die deutsche Sprache beherrschen, nicht mal so gut wie ich. Und sie haben am schwersten natürlich Menschen aus Drittländern haben am schwersten, weil sie besonders wenig Rechte genießen dürfen. Aber auch meine Landsleute und Leute aus anderen EU-Ländern haben es schwierig, wenn sie einmal wohnungslos geworden sind, raus aus der Wohnungslosigkeit zu schaffen. Das ist so allgemein, aber sonst die Minderheiten, also die größte Minderheit, die Frauen. Natürlich muss man erwähnen, dass Frauen als wohnungslose Menschen haben besonders schwierig. Queere Leute, People of Color und andere Menschen
Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, oder Gesundheitsproblemen. Zum Beispiel, wenn du in einem Rollstuhl sitzt, dann hast du besonders schwer, erstmal eine geeignete Unterkunft zu finden. Also, solche Menschen mit physischen oder psychischen Problemen haben es besonders schwierig. Oder alleinstehende Menschen, nicht von Familien zu sprechen. Wenn man für ein oder mehrere Kinder verantwortlich ist, dann hat man besonders große Probleme, geeignete Wohnungen zu finden, bezahlbare Wohnraum zu finden. Die sind alle Faktoren, die das Leben noch schwieriger macht als wohnungslose Person. Wie du eben sagtest, sind Frauen tatsächlich viel weniger sichtbar. Es gibt viel mehr Männer auf der Straße auch. Es haben sehr wenige obdachlose Frauen bisher den Weg zum UFO gefunden. Die Bemühungen von UFO, mehr Frauen zu erreichen, waren unter anderem, dass wir in Obdachlosenunterkünfte für Frauen gegangen sind, wie Evas Obdach zum Beispiel, und versucht haben, mit Frauen dort in Kontakt zu kommen. Erstaunlicherweise gab es kaum Bereitschaft, mit uns zu reden. Es ist wirklich sehr schwierig, direkt Frauen zu erreichen. Man sieht sie auch viel weniger auf der Straße. Schweres Feld. Wir versuchen es immer wieder, also das ist unser großes Ziel, mehr Frauen zu gewinnen, aber alles, was wir tun, um überhaupt Menschen für die Mitarbeiter an UFO zu gewinnen, richtet sich natürlich auch immer an Frauen. Aber es ist schwer, wirklich obdachlose Frauen zu finden. Frauen wie mich, die nicht obdachlos sind, aber sich solidarisch verhalten wollen und aktiv sein wollen, haben wir tatsächlich mehr und eher in der Bereitschaft mitzumachen. Aber ich denke auch, dass Frauen das noch viel schwerer haben, diesen Überlebenskampf auf der Straße zu bewältigen. Also wenn Frauen, also es ist ja tatsächlich so, es ist ja selbst schwierig, neue Männer als Mitglieder zu gewinnen. Die müssen Tag für Tag sehen, dass sie was zu essen kriegen, was zu trinken kriegen, dass sie irgendwo einen Schlafplatz finden. Das braucht schon so viel Zeit und Kraft und dass sie ihre Hygiene, dass sie sich waschen können, und das braucht so viel Zeit und Kraft, dass relativ wenig Kraft auch übrig ist, um überhaupt dann an diesen Aktionen teilzunehmen, die UFO macht, oder an den Sitzungen. Und bei Frauen kann ich mir das tatsächlich noch schwerer vorstellen, weil die eben noch viel mehr gefährdet sind, ne, durch Gewalt und Gewalterfahrung, und versuchen sich zu schützen. Und es kann natürlich sein, dass sie, wenn sie UFO sehen, wo vorwiegend Männer sind, dann davor zurückschrecken. Aber wir sind ja auch Frauen bei UFO. Es gibt ja Frauen wie mich bei UFO. Und wenn wir neue Frauen mitbekommen von der Straße, dann kümmern wir uns besonders also die Frauen kümmern sich dann um die Frauen. Und wir schicken auch in die Frauenhäuser nur Frauen, um mit ihnen zu reden. Also ich war ein bisschen überrascht, als ich vor 12 Jahren hierher kam und das Hilfesystem und das soziale System hier in Berlin und in Deutschland kennengelernt habe. Ich dachte, dass Berlin viel fortschrittlicher ist. Ist er nicht. Es ist die Hauptstadt der Techno, aber viele progressive Gedanken werden hier nicht betrieben. Ja, ich würde ein Beispiel nennen, dieses Housing First. Housing First wurde in Ungarn erstmal 2012 ausprobiert von meinen Aktivistenfreunden. Sie haben einen Verein gegründet und trotz Orbán-Regierung
trotz Rückschritte in allen Bereichen könnten sie so ein Pilotprojekt erfolgreich durchführen und seitdem arbeiten sie mit mehreren hunderten Menschen. Sie evakuieren Menschen aus den Wäldern von Budapest in Sozialwohnungen und sie renovieren diese Wohnungen gemeinsam mit Freiwilligen. Und Berlin brauchte bis 2017 Zeit, um so ein Pilotprojekt auf die Beine zu stellen. Also das denke ich, das zeigt, dass hier frischer Wind gebraucht ist. Ja. Was für Kapazitäten die wohnungslosen Menschen haben, ich denke, also ich habe wohnungslose Menschen sowohl in Budapest, Ungarn als hier in Berlin kennengelernt, die besonders stark sind. Sie sind verletzt, sie sind traumatisiert, höchst traumatisiert, aber sie sind stark, weil trotz alledem viele von denen haben es geschafft, aus der Wohnungslosigkeit rauszukommen. Aber dafür braucht man, weil es ein gesellschaftliches Phänomen ist, braucht man auch die Gesellschaft als Unterstützung. Also niemand kann sich selbst retten, nur die Community kann helfen. Und genau das brauchen wir. Das brauchen wir. Eine Community von Menschen mit und ohne Wohnungslosigkeitserfahrung, um dieses Phänomen zu bekämpfen und die Entscheidungsträgerebene einfach dazu zu bewegen, dass es mehr gemacht werden muss. Das ist genauso wie das kompliziert wie das Problem mit den Frauen, die obdachlosen Menschen haben, eben im täglichen Überlebenskampf zu bewältigen. Und wenn Hilfsangebote besser zugänglich sind für sie, wenn sie nicht mehr täglich danach suchen müssen, wo finde ich was zu essen, wo kann ich die Nacht schlafen, wo kann ich duschen, wo kann ich mal ein paar Stunden entspannen, ohne Angst zu haben, vertrieben zu werden, dann bleibt auch genug Zeit und Kraft für Engagement, für politisches Engagement. Das ist einfach so. Das dürfen wir nie aus den Augen lassen, welche Energie diese Menschen aufwenden müssen auf der Straße. Und die sind Diskriminierungen ausgesetzt und haben oft wenig Verständnis, auch Diskriminierung von Seiten von öffentlicher Hand, also Polizei, oder die dann nicht hinguckt, wenn Obdachlose da liegen, nicht mehr sich bewegen oder müssen dann hingeschickt werden. Also es ist ein Kampf und ich sehe das nur so, dass die Situation oder dass mehr Obdachlose mitmachen. Klar, wir müssen uns überhaupt zeigen und öffnen und bekannt machen, dass es uns gibt, also dass es UFO gibt, aber es gibt ja nicht nur UFO, es gibt ja auch andere Organisationen. Und wir müssen die Hilfsangebote eben verstärken. Ja. Ich war 20, als ich angefangen habe, während der Uni so mich aktivistisch zu engagieren. Und als erstes aus der Mittelschicht der ungarischen Gesellschaft, ich dachte, ja, ich werde alles tun, um Wohnungslosigkeit zu bekämpfen, um den wohnungslosen Menschen zu helfen. Dann musste ich erlernen, dass es nicht der effizienteste Weg ist. Es ist egal, was ich denke, wenn ich nicht weiß, wie Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit sich anfühlt, wenn ich diese Erfahrung nicht habe, auch wenn ich sehr viele Bücher gelesen habe, auch wenn ich sehr viele Systeme angeguckt habe, überall in der Welt, werde ich nicht effiziente Strukturen aufbauen können. Ich werde nicht die Menschen am besten helfen können, wenn sie kein Sagen haben. Also als solidarischen Menschen, die obdachlosen oder wohnungslosen Menschen helfen wollen, ich würde als erstes sagen, ins Gespräch kommen mit den Menschen. Das ist das A und O. Damit fängt das an und damit soll das auch enden. Also wirklich
man kann nichts machen, wenn man nicht gemeinsam mit den Menschen, die von diesem Problem betroffen sind, arbeitet. Ja. Einfach wahrscheinlich, dass dieses Wohnrecht, das Recht auf Wohnen, und zwar auf würdiges Wohnen und das Recht auf Wohnen nach eigenen Bedürfnissen als Menschenrecht umgesetzt und erhalten bleiben muss und dass es aber gefährdet ist, immer mehr gefährdet ist. Und jeder von uns, jeder kann betroffen sein in Zukunft. Und wehren kann man sich dagegen nur oder klar machen, der Politik dieses große Problem wirklich voranzustellen, indem man sich zusammentut, indem man wirklich Gemeinschaften bildet und gemeinsam dafür kämpft, dass dieses Recht auf Wohnen umgesetzt wird, erhalten wird und dass Wohnraum kein Spekulationsobjekt sein darf und kann, sondern tatsächlich ein Raum für Menschen und nicht für Kapitalanleger oder Spekulanten. Also es kann jeden von uns treffen. Auch ich habe immer wieder Angst, ob mein Vermieter irgendwann mir nach 20 Jahren sagt, sie müssen jetzt raus. Wohin dann? Also das würde ich Leuten mit auf den Weg geben. Macht die Augen auf. Ihr hört es jeden Tag, ihr lest es jeden Tag. Ihr merkt es selber jeden Tag. Tut euch zusammen, sucht Initiativen, die dagegen angehen. Denn das ist ja das Ziel von UFO Berlin. Wir vermitteln ja keine Wohnungen, sondern wir wollen sensibilisieren. Wir wollen die Politik zwingen, was zu unternehmen dagegen. Und das können wir nur, und wir haben nur so viel erreicht, weil wir wirklich immer mehr geworden sind. Und weil sich immer mehr Leute finden, die da mitmachen, ne? Und die dafür kämpfen. Ja, also ich denke, es geht um Rechtsruck. Also in der ganzen Welt sind solche Prozesse am Laufen, was nicht besonders unserer Thematik hilft. Viele denken, dass Obdachlosigkeit oder Armut selbstverschuldet sein muss und gegen diese Gedankenweise müssen wir auftreten, egal in welchem Bereich wir mit dieser Thematik Wohnungslosigkeit uns befassen. Und man muss die Frage stellen und Organisationen müssen die Frage stellen, was für eine Vision haben wir und was für eine Strategie können wir verfolgen, um nicht einfach auf diese dumme extremrechte Sachen zu bekämpfen oder zu reagieren, sondern wie können wir eine bessere Welt, nicht einfach den Rückschritt zu vermeiden, sondern Fortschritte zu machen. Das finde ich besonders wichtig, dass wir nicht immer auf dumme Ideen reagieren sollen, sondern unsere eigenen Sachen machen müssen und unsere eigenen Sachen immer überprüfen müssen. Ist das die beste Sache, was wir machen sollen mit unseren Kapazitäten?